Berlin, 1. Mai 1929. Die Polizei schießt in die verbotene Arbeiterdemonstration. 31 Tote, über 100 Verletzte. Verantwortlich der sozialdemokratische Polizeipräsident Zorgibel. Wir wollen unser Feld über die Ohren, gibt doch wir verteidigen das Rote Berlin, die vor uns der Roten Armee. Roter Berlin, grün euch Genossen, halten die Fäuste bereit. Alle die roten, freien Genossen, denn unser Tag ist nicht weit. So entgehen die Faschisten, drüben am Horizont. Proletarier, ihr Begründer, und. 1938 schreibt der Faschist Erwin Schockel in seinem Buch das politische Plakat über John Heartfield. Wer diesen unordentlich und schmutzig gekleideten Juden einmal gesehen und mit ihm gesprochen hat, dem muss es klar sein, selbst wenn er von der Physiognomie des Juden noch so wenig wusste, dass dieser Kopf in seiner abgrundtiefen Hässlichkeit auch nur Hässliches hervorbringen konnte. Dieser Auswurf der Menschheit und Prototyp des Judentums muss sich ja immer zu seinesgleichen hingezogen fühlen. Und nur hier kann er etwas leisten, was innerhalb des Rahmens der Idee, welcher er dient, als gut gelten kann. Für die KPD war Heartfield Herzfeld einer ihrer besten Künstler. Seine Plakate atmen auch so sehr den Geist der KPD, diesen Geist des Gemeinen, der niedersten Triebe, des aufpeitschenden Materialismus, dass man immer wieder erschüttert ist, wenn man daran denkt, dass deutsche Arbeiter, wenn auch verhetzt, sich diese Sorte Menschen als Führer und Rufer gefallen ließen. So wie der Jude an sich nie schöpferisch war, sondern nur nachschaffend, ausbeutend und einfühlend Werke schaffen konnte, so auch dieser Jude Heartfield. Seine sämtlichen Plakate, Illustrationen und so weiter sind Fotos. Sie werden von ihm auch teilweise sehr geschickt montiert und mit Schrift versehen. Ein Volk, das nicht auf die Reinheit seiner Rasse hält, geht zugrunde. Selbst die menschliche Hand wird vom Kommunismus als Werkzeug des Würgens und Tötens und nicht als Symbol schaffender Arbeit angesehen. Dank seiner Einfachheit ist dieses Plakat leicht einprägsam, wozu auch der geschickt abgefasste Text seinen Teil beiträgt. Auch der kämpferische Schwung ist vorhanden, sichtbar gemacht nicht nur in der Unterschrift, sondern auch in der Haltung der Hand. Bis auf die Tendenz ist es ein gutes Plakat und wirksam war es bestimmt. Der Kommunist Walter Schulz berichtet: Heartfield hatte sich mehrere Tage lang vor die Ausgänge großer Betriebe gestellt und die Kumpel gebeten, ihre Hände fotografieren zu dürfen. Im Karl-Liebknecht-Haus standen wir alle um einen Tisch herum. Heartfield schüttete den Inhalt seiner Aktentasche auf den Tisch und forderte: Sucht euch die beste aus. Vor uns lagen in mehreren Schichten die Fotografien von Händen. Wir suchten, sortierten, wählten, schieden aus. Von 100 blieben 25, von 25 10, von 10 5 und dann eine. Alexander Abusch kam 1926 als innenpolitischer Redakteur an das Zentralorgan der KPD, die Rote Fahne. Er berichtet:
In der Roten Fahne war es so, dass wir sagten, mein lieber Johnny, wir müssen am nächsten Sonntag mal wieder mit einer solchen Seite herauskommen, die muss so ganz was Besonderes sein, nächsten oder übernächsten Sonntag, gegen die neue Panzerkreuzerrüstung der Weimarer Republik. Der Künstler muss ja dann den Einfall haben, den kann ihm keiner geben. Mir ist die Sache mit der Hand nur so im Gedächtnis haften geblieben, weil ich mich genau an die Schwierigkeit erinnere, eine Idee zu haben, die mit der 5 korrespondiert. Wir sagten 5, die 5, die 5 und so weiter, ja, saßen wir zusammen. Was kann man da Neues sagen? Und dann sagte einer von uns, 5 Finger hat die Hand. Und da sprang der Johnny Heartfield sofort in die Höhe und sagte, ja, 5 Finger hat die Hand. (1969) schrieb Erich Fried in London ein Gedicht für John Heartfield. Ein kleiner, beweglicher Mann. Woher kam sein englischer Name? War er einer von denen, die im Exil in England eilig versuchten, die Engländer nachzuahmen, um unterzutauchen? Nein. Als im Ersten Weltkrieg des Kaisers Deutschland Gott strafe England schrie, da änderte ein Deutscher in Deutschland seinen Namen, Helmut Herzfeld, und wurde John Heartfield. Fotomontage. Die Kamera kann nicht lügen. Die Lüge wird erzielt durch die Auswahl der Fotos. Aber Johnny Heartfield traf seine eigene Auswahl. Er stellte die Lügen der anderen zusammen und machte sie kenntlich. Ein Buchumschlag heißt Der Abgrund. Ein Mann steht am Quai und sieht Tausende winzig marschieren im Kanal unten zu seinen Füßen mit Hakenkreuzfahnen. Die Rechte erhoben, Heil Hitler. Manche, die klein dort marschieren, sind jetzt groß in Bonn oder München. Heartfields Fotomontagen waren von Repräsentationskunst für die herrschende Klasse ebenso weit entfernt wie von expressionistischer Seelen- und Ausdruckskunst, für die das deutsche Bürgertum nach dem Ersten Weltkrieg empfänglich wurde. Hohles Pathos und faschistische Gigantomanie waren ihm zuwider. In seinen Fotomontagen erklärt John Heartfield den Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit, Kapitalismus, Faschismus und Kriegsgefahr. Thyssen, I.G. Farben, Flick, Bruckmann und viele andere hatten Hitler schon in den Jahren vor der Machtergreifung mit Riesensummen unterstützt. In vielen Fotomontagen hat Heartfield dies Bündnis zwischen Großkapital und Faschismus aufgedeckt und vor dem heraufziehenden Krieg gewarnt, der aus dieser Verbindung hervorgehen musste. Faschismus ein letzter Retter, Krieg sein letzter Ausweg. Todeskonjunktur. In diesem Zeichen will man euch verraten und verkaufen. Spitzenprodukte des Kapitalismus. (1932) waren nahezu 6 Millionen Deutsche arbeitslos. Mit der Rückendeckung des Großkapitals ging Hitler daran, die in der kapitalistischen Krise verelendeten Massen in das Dritte Reich und schließlich in Krieg und Untergang zu führen.
1918, während der Novemberrevolution, hatte es so ausgesehen, als ob die Macht des Kapitals in Deutschland gebrochen werden könnte. Doch der Erhebung der Arbeiter und Soldaten blieb der dauerhafte Erfolg versagt. Wie vor ihm der Kaiser, so stützte sich der sozialdemokratische Reichspräsident Ebert auf Militär, preußisches Beamtentum und Industrie. Die Reaktionäre beginnen sich zu sammeln. Und meine Aufgabe sah ich darin, mit der Fotografie die Wahrheit der Menschen zu sagen über die Lage, in der die Menschheit sich befand. Unter der Führung von Thielmann wächst die KPD zur entschiedensten Kraft im Kampf gegen Reaktionäre und Faschisten heran. Zu Schillers 175. Geburtstag, Reichsinnenminister Dr. Frick. Was hat der Kerl geschrieben? Eine Grenze hat Tyrannenmacht. Den hätte ich glatt ausgebürgert. Die Wanze als Kammerjäger. Dass John Heartfield mit seinen Fotomontagen die Arbeiter erreichte, hat 3 Voraussetzungen. Die erste Voraussetzung ist seine politische Überzeugung. Die zweite, das Medium der Arbeiter-Illustrierten Zeitung, AIZ, für die er seit 1930 regelmäßig arbeitete. Jede Woche wurde sie von Hunderttausenden Arbeitern gelesen. Vor ihrer Emigration nach Prag war die AIZ zeitweilig ihrer Auflage nach die zweitgrößte deutsche Illustrierte. Die dritte Voraussetzung für die breite Wirkung von Heartfield ist das Arbeitsprinzip der Fotomontage. Er schärfte die Fotomontage zur politischen Waffe. Aus den Fotos der Presseagenturen, aus Archiven, Zeitungen, Zeitschriften und aus Neuaufnahmen montierte John Heartfield seine Fotomontagen zur Zeitgeschichte, die wie Schlaglichter verborgene politische Zusammenhänge beleuchten. Bis heute dienen die in der AIZ veröffentlichten Fotomontagen als Arsenal antifaschistischer Argumentation. Kommunisten in Brand gesteckt, der Reichstag in Flammen. So würde es im ganzen Land aussehen. Wie ein Aufschrei muss es durch Deutschland gehen. Zerstampft den Kommunismus, zerschmettert die Sozialdemokratie. Wählt Hitler Liste 1. Kommunistenfurcht und Kommunistenhetze hatten damals in Deutschland bereits Tradition. Bayern, der Bolschewik geht um. Die Parolen von Goebbels fielen auf fruchtbaren Boden. Noch während der Reichstag brannte, beschuldigte die Nazi-Führung die Kommunisten der Brandstiftung. Heute ist nachgewiesen, dass der Reichstagspräsident und preußische Innenminister Göring und die Nazi-Führung den Brand legen ließen. Reichsgesetzblatt vom 28. Februar 1933 zur Abwehr kommunistischer staatsgefährdender Gewaltakte, Beschränkung der persönlichen Freiheit, des Rechts der freien Meinungsäußerung. Unmittelbar nach dem Brand begannen Massenverhaftungen von Kommunisten und Sozialdemokraten. Etwa 10.000 Antifaschisten wurden von der Polizei und Nazi-Hilfstruppen aus ihren Wohnungen geholt.
die ersten Konzentrationslager entstanden. Gegen den Kommunisten Ernst Torgler, gegen die bulgarischen Kommunisten Dimitrov, Popov und Tanev und den Holländer van der Lubbe wurde im gleichen Jahr vor dem Reichsgericht in Leipzig Klage erhoben. Goebbels und Göring traten als Zeugen auf. Nach van der Lubbe betreten die Kommunisten Ernst Torgler und Georgi Dimitrov den Saal. Hinter Dimitrov die beiden anderen Bulgaren. Bei der Sitzverteilung scheint es einige Schwierigkeiten zu geben. Georgi Dimitrov wurde vom Angeklagten zum unerschrockenen Ankläger des Naziregimes. Dieses auf der Titelseite der AIZ veröffentlichte Pressefoto Görings benutzte John Heartfield für eine seiner bekanntesten Montagen. Mit meinem deutschen Volk, das will ich hier unverschämt benehmen und hierher gelaufen kommen, den Reichstag anstecken und dann hier mit dem deutschen Volk noch eine Freiheiten sich erlauben. Ich bin nicht hierher gekommen, um von Ihnen mich anklagen zu lassen. Sie sind in meinen Augen ein Gauner, der längst an den Galgen gehört. Haben Sie Angst um diese Frage, Herr Ministerpräsident? Unter dem Druck der Weltöffentlichkeit wurden Dimitrov und seine kommunistischen Mitangeklagten freigesprochen. Aus der Illegalität heraus hatte die antifaschistische Linke mit ihren Publikationen wie der Roten Fahne, der Antifaschistischen Front und dem in 18 Sprachen gedruckten Braunbuch, zu dem Heartfield das Titelblatt montierte, vor aller Welt die wahren Hintergründe des Prozesses enthüllt. Diese Montage Heartfields wurde mit 5 anderen als Postkarte gedruckt und dem Reich verschickt, um die Machenschaften der Nazis zu entlarven. Sie winden sich und drehen sich und nennen sich deutsche Richter. Emigration in Prag kommentierte John Heartfield mit einem Dutzend Fotomontagen, alle in der AIZ veröffentlicht, den Leipziger Prozess. Er war nicht nur Chronist der Auseinandersetzung, mit seinen Montagen griff er aktiv in sie ein. In der von John Heartfield hinterlassenen Fotosammlung fanden wir eine Aufnahme, die Göring 12 Jahre später auf der Anklagebank beim Nürnberger Prozess zeigt. Und hierher gelaufen kommen, den Reichstag anstecken und dann hier mit dem deutschen Volk noch seine Freiheiten sich erlauben. Ich bin nicht hierher gekommen, um von Ihnen mich anklagen zu lassen. Sie sind in meinen Augen ein Gauner, der längst an den Galgen gehört. In seiner Beharrlichkeit, stark in der Kragen aller Opfer, Herr, wir lassen nicht von dir, nur Säge unseren Kampf um unsere Freiheit und damit um unser deutsches Volk und Vaterland. Da steht er, in mystischer Versenkung, in der Haltung der Inspiration, Evangelist mit unsichtbarem Engel, in der Aura des Führers. Auf diesem Höhepunkt der Darstellung drücken gewöhnlich alle Fotografen auf den Auslöser. Der Körper des Führers hat dann mit dem von ihm reflektierten Licht selbst die Silberverbindungen in der Fotoschicht chemisch-physikalisch verändert. Darauf beruht die Überzeugungskraft und die Glaubwürdigkeit der Fotografie. Volk
Als Produkt chemisch-physikalischer Vorgänge entsteht eine Fotografie quasi objektiv. Diese Glaubwürdigkeit der Fotografie macht sich der Fotomonteur zunutze. Indem Hartfield Fotos zerschneidet, zerschneidet er für jedermann sichtbar den Schein des Authentischen. Zerschnitten wird aber auch die von den Nazis aufgebaute Scheinwelt und die Aura des Führers. So umfunktioniert und im neuen Zusammenhang mit anderen Montageelementen dient das Foto Hitlers jetzt dazu, die wirklichen Zusammenhänge zu enthüllen. In seinem Kampf gegen den Faschismus gab sich Hartfield nicht damit zufrieden, das Schmierentheater der Nazis der Lächerlichkeit preiszugeben. Er hat von Anfang an die hinter dieser Fassade verborgene faschistische Brutalität und Menschenverachtung bekämpft. Wann werden wir wieder emporsteigen, genau wie die Väter einst aus Deutschland nicht des Gegner hielten, sondern selbst nicht schaffen mussten. Pressemeldung vom 9. April 1934, Prag. Die diesjährige Maiplakette der Nationalen Arbeitsfront trägt neben einem Goethekopf und dem Adler mit Hakenkreuz auch die bolschewistischen Symbole Hammer und Sichel. Hartfields Montage trägt den Titel Mimikry. Goebbels hat den Führer überredet, fortan, wenn er vor Arbeitern spricht, sich einen Karl-Marx-Bart umzuhängen. Hartfields Montage diente als Titelblatt einer Miniaturausgabe der AIZ, die von der Tschechoslowakei nach Deutschland geschmuggelt wurde. Industrielle Massenproduktion bei Krupp. Geschütze für den Ersten Weltkrieg werden aus vorgefertigten Teilen montiert. Die Arbeiter, die hier arbeiten, besitzen nur ihre Arbeitskraft. Sie können nicht verfügen über die Hallen, die Maschinen, das Kapital, die Produktionsmittel. Jene, die die Produktionsmittel besitzen, können auch darüber entscheiden, wozu die Produktionsmittel und die Produkte eingesetzt werden. Das alles können die Arbeiter nicht. Sie stellen die Kanonen her und müssen sie schließlich auch bedienen und damit auf andere Arbeiter schießen, die wie sie an Geschützen arbeiten, die andere Arbeiter in Fabriken, die ihnen nicht gehören, aus vorgefertigten Teilen zusammenmontiert haben, die andere Arbeiter nach vorgegebenen Normen hergestellt haben. Die industrielle Massenproduktion genormter Teile durch Maschinen schafft die Voraussetzung für Montage. Der für die Pariser Weltausstellung 1889 errichtete Turm des Ingenieurs Eiffel ist das friedliche Denkmal der Industriemontage. In nur 2 Jahren wurde er montiert. Ein genau berechnetes Minimum an Masse schafft ein Maximum an Höhe und Stabilität. Als ästhetisches Nebenprodukt der funktionalen Bauweise des 300 Meter hohen Turms ergibt sich die Überwindung der herkömmlichen Perspektive durch eine Vielzahl wechselnder Perspektiven innerhalb des Gerüstraums. Erst eine Generation nach der Erbauung des Turms wurde seine funktionale Schönheit begriffen. Die Montagebauweise hatte bereits im 19. Jahrhundert das Bild der Umwelt, besonders in den großen Städten, entscheidend verändert. Das Bürgertum akzeptierte zwar die Zweckmäßigkeit der neuen Konstruktionen, flüchtete sich aber vor den ästhetischen Konsequenzen in Prunk, Innenraum und dekorativen Plunder. Für das Bürgertum waren die Fotomontagen der Dadaisten eine obszöne Kunstübung.
In der Fotomontage Metropolis von Paul Citroën findet der Montagecharakter der großen Städte den ihm gemäßen bildnerischen Ausdruck. Die Anwendung des Montageprinzips auf die künstlerische Produktion und die damit verbundene neue Interpretation der Umwelt als montierte Umwelt, das war die zentrale Entdeckung der europäischen Avantgarde zwischen 1910 und 1930. Seit dem Futurismus zieht es sich wie ein roter Faden durch Malerei, Literatur und vor allem die optischen Künste, die Fotografie und den Film. Berlin, die Sinfonie der Großstadt, ein Film von Walter Ruttmann, 1927. Der holländische Dadaist Paul Citroën schuf seine Metropolis-Montagen 1923. Vielleicht waren Citroëns Metropolis-Montagen der Ausgangspunkt für Fritz Langs Film Metropolis aus dem Jahre 1927. Diese Fotomontage von Fritz Lang aus dem Jahre 1926 geht wahrscheinlich ebenso auf Citroën zurück. Der Dadaismus in Zürich und in Berlin war ein moralischer Aufstand gegen die herrschende Kultur und gegen die Bourgeoisie, die den Ersten Weltkrieg angezettelt hatte. In ihren Montagen wie in ihren Lautgedichten gingen die Berliner Dadaisten daran, die Wirklichkeit in ihre Bestandteile zu zerlegen und neu zusammenzusetzen. Aus der Zeitschrift Dada 3, 1920. Der Monteur Dada John Hartfield lehrt die intellektuellen Esel Dada. Marschall George Ross. Porträt des Dadasophen Raoul Hausmann. Der Pipi Dada Walter Mehring. Eine Fotomontage von Hartfield und Gross war die Druckvorlage für das Programm der ersten internationalen Dada-Messe 1920. Sie wurde zum Höhepunkt von Berlin Dada, veranstaltet von Gross, Hausmann, Hartfield. Die Fotomontagen und Assemblagen entfesselten einen Sturm der Entrüstung. Von Raoul Hausmann, hier zusammen mit seinem Freund Bader, 4 Fotomontagen aus den Jahren 1918 bis 1923. Raoul Hausmann über Fotomontage. Umstürzlerisch war auch die Form. Anwendung der Fotografie in Verbindung mit Schrifttexten, umgewandelt zum statischen Film. Ja, dann hören Sie mal. Glauben Sie, dass ich den Scheißdreck von 1918 noch auswendig weiß?
Die Berliner Dadaisten begeisterten sich für das aggressive Treiben in den modernen Metropolen, für Reklame und für die Maschinenkunst des Russen Tatlin. Paul Hausmann, Tatlin at Home, 1920. Sie forderten die Trivialisierung der heiligen Kunst und die revolutionäre Vereinigung aller schöpferischen und geistigen Menschen auf der ganzen Welt auf dem Boden des radikalen Kommunismus. Sie beschlossen, die Bourgeoisie mit der Hilfe von Dada zu vernichten. Dadamerika, Fotomontage von Gross Hartfield, 1920. Statt mit Pinsel, Ölfarben und Leinwand arbeiteten Gross Hartfield, wie Paul Citroën berichtet, mit Fotos, Schere, Klebstoff, Hosenknöpfen, Schamhaaren und Zentimetermaß. Die Berliner Dadaisten zerstritten sich bald. Im Gegensatz zur Bader-Hausmann-Hülsenbeck-Gruppe stellten sich die Brüder Herzfelder Hartfield und Gross in den Dienst politischer Agitation und Aufklärung. Die dadaistische Respektlosigkeit vor bürgerlicher Kultur war der zündende Funke für die politische Fotomontage. Die Preise hoch, Kartelle fest geschlossen, die Krupp und Vögler scheffeln den Profit. Wer nicht pariert, wird totgeschossen und für den Sozialismus sorgt Herr Schmidt. Erst als Hartfield begann, für Arbeiterzeitschriften zu arbeiten, entstanden seine klassischen Fotomontagen zur Zeitgeschichte. Auch die Revolte der Studenten 1968 begann wie Dada mit der radikalen Ablehnung bürgerlicher Kultur als moralischer Aufstand. Gearbeitet in Prag gegen den Faschismus, den gottverfluchten deutschen Faschismus und den internationalen. Eine Woche war ich kaum über die Berge gekommen, da habe ich schon die erste Montage gemacht für die AIZ und unter den schwersten Umständen. Und so ging es weiter, Woche für Woche. Der ganze Ernst, muss in diesen Bildern sein, kam aber nur dadurch zustande, dass sie im Kampf entstanden sind. Und dieser Kampf wird weitergeführt, bis die Gefahr überwunden worden ist und der Friede wirklich ein gesicherter sein kann. Das wünsche ich mir und deswegen freue ich mich besonders, hier in Frankfurt am Main auch ausstellen zu können und in der Bundesrepublik. Es war die große Chance für die Fotomontagen John Hartfields, dass die Arbeiter ohnehin in direkten Kontakt mit industrieller Massenproduktion und Montage die Fotomontage als ihnen gemäße Ausdrucksform akzeptierten. Politische Fotomontage und massenhafte Verbreitung gehören zusammen. Erst die massenhafte Verbreitung und eine qualitativ hochstehende Drucktechnik machen aus der Fotomontage die politische Waffe, wie sie Hartfield sich wünschte. Beide Voraussetzungen wurden von der im Kupfertiefdruck hergestellten arbeiterillustrierten Zeitung AIZ in hervorragender Weise erfüllt. Was Albrecht Dürer für den Holzschnitt, Rembrandt für die Strichradierung, Goya für die Aquatinta-Radierung, Daumier für die Lithografie,
Das ist Hartfield, so führt der Schweizer Kunsthistoriker Heinrich Strub aus, für den Kupfertiefdruck. Alle waren sie Humanisten und haben für ihre Propaganda jeweils die neueste grafische Technik zur Kunst erhoben. Willy Münzenberg, Generalsekretär der Internationalen Arbeiterhilfe, Reichstagsabgeordneter und Mitglied des ZK der KPD, war Inhaber und Leiter des neuen deutschen Verlages, der die AIZ herausgab. Seinem Mut und seinem medienpolitischen Weitblick ist es zu danken, dass die AIZ zur zweitgrößten deutschen Illustrierten heranwuchs. Seine Analyse des Zeitungswesens in den USA bestätigte ihn in seiner Auffassung, dass die Illustrierte das kommende Medium sei. Bereits 1925 stellte er die AIZ auf Kupfertiefdruck um. Wie sehr die Nazis Münzenberg wie auch Hartfield gehasst haben müssen, wird deutlich in der Unterschrift unter einem Foto John Hartfields als deutscher Richter in dem Nazi-Buch Der Weltbolschewismus. John Hartfield, Rekte Herzfeld, berüchtigter Fotomontagenmacher Willy Münzenbergs, einer der übelsten Hetzer gegen das neue Deutschland, persifliert hier die deutsche Rechtsprechung. Das ist vollkommen richtig. Ja. Ohne diese Medien wäre Hartfield nicht Hartfield geworden, ohne dass Rosa Luxemburg noch kurz vor ihrer Ermordung den beiden Brüdern Hartfield-Herzfelde das Parteimitgliedsbuch überreicht hätte, wären sie nicht diesen Weg gegangen, gerade in dieser Zeit. Für John Hartfield war es ein langer Weg von den ersten Collagen in der Untergrundzeitung Neue Jugend vom Juni 1917 bis zur Meisterschaft der antifaschistischen Fotomontagen der 30er Jahre. Die Typo-Collagen in der Neuen Jugend waren Anzeigen für die erste Grafikmappe seines Freundes Georges Gross. Entscheidend für die ersten Jahre war neben der Freundschaft mit Georges Gross vor allem auch der Einfluss seines Bruders Wieland. Für den Malik-Verlag seines Bruders schuf John Hartfield Buchumschläge, die zum Markenzeichen des Verlages wurden. John Dos Passos, 3 Soldaten, Malik Verlag 1928. Upton Sinclair, Boston, Malik Verlag 1929. Wand, Erotik und Spionage in der Etappe Gent, Agis Verlag 1928-29. Hier hat die Zensur eingegriffen. Schon wieder eine einschneidende Zensurmaßnahme. Da muss man ja dazwischen fahren. Upton Sinclair, das Geld schreibt, Malik Verlag 1930. Auch hier gab es einen Zensurfall. Der Dichter Emil Ludwig klagte, Hartfield ließ die Köpfe der Familie Ludwig ausstanzen. Ehrenburg, die heiligsten Güter, Malik Verlag 1931. Die Zusammenarbeit mit seinem Bruder überdauerte auch die Jahre der Emigration. Viele der Texte unter den Fotomontagen John Hartfield stammen von Wieland Herzfelde. Georges Gross, Selbstporträt für Charlie Chaplin 1919. Georges Gross, Hohenzollern-Renaissance, Fotomontage 1921. Georges Gross, der in vielen Techniken zu Hause war, hat entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung seines Freundes John Hartfield genommen. Von ihm lernte Hartfield dialektisches Denken auf die Bildproduktion zu übertragen. Das heißt, Widersprüche zeigen, auf ihre gesellschaftlichen Ursachen hinweisen, ihre Veränderung fordern. Nach einem Detail der Gross-Zeichnung Abrechnung folgt, entstand das von Hartfield geschaffene Erkennungszeichen des Rotfrontkämpferbundes. Die Zeichnungen, die Hartfield als Herausgeber der Zeitschriften Die Pleite und der Knüppel bei Gross in Auftrag gab oder die in den Gross-Mappen des Malik-Verlages erschienen, enthalten vielfältige Bezüge zu späteren Hartfield-Montagen. Die Kommunisten fallen und die Devisen steigen. Wollt ihr wieder fallen, damit die Dividenden steigen? Kriegsverwendungsfähig. Diese in der AIZ 1934 unter dem Titel Nach 20 Jahren veröffentlichte Fotomontage Hartfields entstand bereits 1924 für ein Schaufenster der Malik-Buchhandlung. Sie gilt als seine erste politische Fotomontage.
Bruder Wieland berichtet, war John Heartfield immer auf der Suche nach Fotos aller Art. Bei Agenturen, Redaktionen, in- und ausländischen Zeitschriften und Zeitungen, um sich einen Vorrat an Rohmaterial anzulegen. Dank seinem visuell assoziativen Gedächtnis fand er fast immer ziemlich bald, was er brauchte. Häufig benutzt Heartfield Fotos für seine Montagen, die bereits in der AIZ veröffentlicht worden waren. So hier das Foto von der Tabakbörse in Amsterdam für die Rückseite eines Malik-Buchumschlages für Upton Sinclairs "So macht man Dollars". Dem Arbeiterkalender von 1926 entnahm Heartfield 6 Jahre später das Ausgangsfoto für seine Montage "Aufrüstung tut Not". Ja, ja, der Profit aus unseren Knochen nimmt auch mal ein Ende. Nur keine Bange, für Nachschub wird schon gesorgt. Heartfield kombiniert ein Foto von Julius Streicher aus dem AIZ-Archiv mit dem Stuttgarter Polizeifoto eines Mordfalles. Dir gebührt der Dolch, du hast uns im Meuchelmord übertroffen. August 1937. Die Japaner proben in Shanghai die systematische Bombardierung der Zivilbevölkerung, wie später die Nazis in Guernica. Wir führen keinen Krieg, wir säubern nur China von den Chinesen. Fotomontage John Heartfield. Für die amerikanische Hearst Movietone Wochenschau filmt der Kameramann Wong den Südbahnhof von Shanghai, wo über 100 Männer, Frauen und Kinder starben. 1,000 refugees waited to board a train that would take them, as they thought, to safety. Then the bombs were let loose from the sky, raining down instant death on 100 victims and desolation almost too terrible to picture. Eine einzelne Aufnahme aus dem Wochenschau-Streifen wurde von den Agenturen in der ganzen Welt als Pressefoto verbreitet. Heartfield machte daraus eine Fotomontage. Is it for this, for the child, or to desolation that our civilized world progresses? Ich habe 1937 eine Montage gemacht. Darauf sieht man einen zerbombten Bahnhof. Die Leichen liegen herum, Kinderleichen. Eine Frau trägt noch ihr totes Kind auf den Armen. Die Montage trägt die Überschrift Mahnung. Die Unterschrift lautet: Heute noch seht ihr im Film den Krieg in anderen Ländern. Doch wisset, wenn ihr nicht einig euch wehrt, mordet er morgen auch euch. Oft war es erforderlich, dass zusätzlich zu dem vorgefundenen Material Fotos im Studio gemacht werden mussten. Heartfield delegierte diese Arbeit stets an einen Fotografen, mit dem er dann um die letzten Ausdrucksnuancen kämpfte. Einen solchen Kartenturm zu fotografieren, ist gar nicht so einfach, wie es hier aussehen müsste. Denn er musste gezeigt werden in dem Moment, wo er stürzt. Und kaum hatte man die Sekunde erreicht, lagen die ganzen Karten schon immer flach. Also ich bestand aber darauf, dass man ganz genau die Minute festlegte auf dem Blatt, wo der Turm zusammenstürzt. Er zeigt, hier ist Hitler als der Trommler hier genannt wurde in der Nazi-Partei. Dann zeigt er hier Göring und so weiter an den Seiten die Nazi-Parteigrößen. Und oben hier ist Thyssen. Diese Karten sind alle Fotomontagen. Sergei Eisenstein montiert 1928 in seinem Stummfilm Oktober in rhythmisch gegliederter zeitlicher Abfolge Kameraeinstellungen, die entgegen üblicher Spielfilmmanier keine realistische Situation nachbilden, sondern im Kopf des Zuschauers den Gedanken erzeugen sollen. Nämlich Kerensky, der hier die Treppe im Zarenpalast heraufschreitet, ist ein eitler Emporkömmling
der sich in der Pose Napoleons gefällt. Diese Montageform Eisensteins finden wir auch bei Hartfield, nur dass der sie nicht in zeitlicher Abfolge, sondern in der Fläche realisiert. Ich lege den bolschewistischen Sumpf trocken. In der Schrägaufnahme mit reflektierender Lichtquelle werden die einzelnen Elemente der Fotomontage und ihre mit dem Skalpell vorsichtig geschabten oder mit Sandpapier geschliffenen Kanten sichtbar. Hartfield hat für seine Montagen Fotoreproduktionen in der passenden Größe herstellen lassen, weil sich Fotopapier in der Positivmontage am besten verarbeiten ließ. Zur Abrüstungskonferenz in Genf 1932 gab die Schweiz eine Sondermarke heraus. In der Moskauer Pravda erschien kurz darauf eine Karikatur der Briefmarke. In der AIZ wurden beide nebeneinander veröffentlicht. Von hier erhielt Hartfield die Anregung für seine wohl berühmteste Fotomontage, die auf das Bajonett gespießte Friedenstaube. Unsere Schrägaufnahme mit reflektierender Lichtquelle zeigt die Montagearbeit Hartfields. Aufglänzend die unbearbeiteten Stellen des Fotopapiers, stumpf die Partien, die von Hartfield übermalt wurden. Der Reichtum an Valeurs, der erzeugt durch die Klebe- und Retuschevorgänge in den Originalvorlagen Hartfields vorhanden ist, geht durch den Druck weitgehend verloren. Wenn man den gesamten Produktionsprozess einer Hartfield-Fotomontage überschaut, dann stellt sich die Handarbeit Hartfields, das heißt das Hantieren mit Schere, Zeichenfedern, Pinseln, Skalpell, Farben, Klebstoff, Typometer und so weiter, nur als ein Ausschnitt aus dem Gesamtprozess dar. John Hartfield ist sein ganzes Leben lang mit einer Handvoll Werkzeug ausgekommen, weil seine Hauptarbeit darin bestand, wie ein Filmregisseur die Arbeit der Spezialisten, die Arbeit der Fotografen, Spritzretoucheure, Ätzer und Drucker zu koordinieren und zu überwachen. Ein Foto von Göring in vollem Ornat war das Ausgangsmaterial für Hartfields Fotomontage Das Spiel der Nazis mit dem Feuer, Titelblatt der AIZ im Februar 1935. Hartfield ließ zuerst seine Positivmontage in der richtigen Größe auf technischen Film reproduzieren. Dieses Filmnegativ behandelt der Retoucheur noch einmal mit roter, lasierender Retuschefarbe, um bestimmte Töne zu unterdrücken oder zu verstärken. Von diesem Negativ wird nun durch Kontaktkopierung ein Positivfilm hergestellt, in den auch Schriften bereits einkopiert sind. Das auf diesem Film festgehaltene Bild muss nun in Millionen kleiner Farbnäpfchen auf dem Kupfertiefdruckzylinder umgesetzt werden. Diese Farbnäpfchen füllen sich entsprechend ihrer Tiefe mit mehr oder weniger Farbe und bedrucken das Papier. Diese gravierte Glasscheibe enthält etwa 4900 Punkte pro Quadratzentimeter, die auf ein lichtempfindliches Pigmentpapier belichtet werden. Auf dieses Pigmentpapier wird nun in einem zweiten Belichtungsvorgang unser Positivfilm übertragen. Man benutzt dazu Kohlebogenlicht, das die Gelatineschicht des Pigmentpapiers mehr oder weniger stark härtet. Inzwischen ist von dem Druckzylinder die alte Kupferhaut entfernt worden. Nach dem Auftragen einer Trennschicht wird in einem galvanischen Bad eine neue, äußerst dünne Kupferhaut erzeugt
und von einer Achatrolle geglättet. Nachdem diese Kupferhaut in mehreren Arbeitsgängen geschliffen und poliert worden ist, kann nun das Pigmentpapier auf dem Druckzylinder aufgewalzt werden. Immer schön stramm halten. Immer schön stramm halten. Immer nach außen schön stramm halten. Die ungehärtete Gelatine dieses Papiers wird ausgewaschen. Auf dem Kupferzylinder erscheint seitenverkehrt das Bild der Fotomontage. Schwarzer Lack deckt die Stellen ab, die nicht geätzt werden sollen, denn nun beginnt die eigentliche Umsetzung der Vorlage, die Ätzung mit Eisenchlorid. Zu Hartfields Zeit gab es noch keine Maschinenätzung. Alle Vorgänge wurden mit der Hand nach Zeit und nach Sicht ausgeführt und erforderten höchste Präzision und handwerkliche Geschicklichkeit. Oft musste ein solcher Übertragungs- und Ätzungsvorgang mehrmals wiederholt werden, bis Hartfields Vorlage zur vollen Zufriedenheit gedruckt werden konnte. Von der mit mikroskopischer Präzision geschliffenen Rakel wird die überflüssige Farbe abgestreift. Aus den Farbnäpfchen saugt das Papier die Farbe auf. (1962) erschien in der DDR das erste umfassende Buch über die Arbeit John Hartfields von seinem Bruder Wieland Herzfelde. Seit 1966 wird John Hartfield auch in der Bundesrepublik regelmäßig ausgestellt. Auf die Studentenbewegung der 60er Jahre hatte er einen großen Einfluss. Fotomonteure wie Jürgen Holtfreter und Klaus Steck berufen sich auf ihn. Würden Sie dieser Frau ein Zimmer vermieten? Von Hartfield lernen. Hartfield hat 1931 in Moskau mit Rotarmisten Fotomontagen gemacht. Von Hartfield lernen. Hartfield regte die Leser der AIZ an, selbst Fotomontagen zu machen. Die Zeitschrift war seit ihren Anfängen Forum und Lehrmeister der Arbeiterfotografen. Von Hartfield lernen. Um ein Fernsehprogramm zu planen, zu produzieren, in Rasterpunkte zu zerlegen, zu senden und zu empfangen, ist ein Aufwand an arbeitsteiliger Technik nötig, der den einer Kupfertiefdruck-Illustrierten um ein Tausendfaches übertrifft. Politischen Misserfolge nicht verdauen könne. Ein anderer Gegner Israels ist der libysche Staatschef Gaddafi, unserem Korrespondenten. Es ist lehrreich, Hartfields Montagekunst vom damals führenden Medium der AIZ in Gedanken auf das heute führende Fernsehen zu übertragen. Die politischen Kontrollen lassen einen Hartfield im Fernsehen der Bundesrepublik nicht zu. Die optische Argumentation der Linken findet bei uns vorwiegend in wenig wirksamen und veralteten Medien statt. Politische Montageformen und ihre massenhafte Verbreitung im modernsten Medium gehören aber zusammen. Die Montagefilme des Kubaners Santiago Alvarez sind für die kubanische Wochenschau entstanden. Er hat für seine Filmarbeit sehr viel von Hartfield gelernt und zitiert ihn oft. Sein Film Der Tiger sprang und tötete, aber er wird sterben von 1973 gegen den Militärputsch in Chile ist dem von den Faschisten ermordeten Volkssänger Victor Jara gewidmet. Victor Jaras Gebet an einen Arbeiter ist der Kommentar des Films. Erhebe dich, schau auf deine Hände, ergreife die Hand deines Bruders. So kannst du wachsen. Wir werden zusammengehen, durch Blut vereinigt. Heute kann die Zukunft anfangen. Erlöse uns von dem Unterdrücker, der uns im Elend hält. Dein Reich der Gerechtigkeit und Gleichheit komme, wie der Wind, der über die wilden Blumen am Bergpass weht. Reinige wie Feuer den Lauf meines Gewehres. Dein Wille geschehe endlich auf Erden.
Gib uns die Kraft und den Mut für den Kampf. Unidos en la sangre, hoy es el tiempo que puede ser mañana. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria. Tráenos tu reino de justicia e igualdad. Como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Danos tu fuerza y tu valor al combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Levántate y mírate las manos para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra